Grüße euch, liebe Zuseher, der Bullmastiff oder der Cane Corso. Treffen Sie Ihre Wahl. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher. Ich möchte heute wieder ein Vergleichsvideo bringen und habe mich dieses Mal für den Bullmastiff und den Cane Corso entschieden. Ja, beide Hunde ähneln sich bis zu einem gewissen Grad sehr. Ja, also sie gehören beide in die Kategorie Molosser. Es sind beides große, starke, schwere Hunde und sie hatten beide einen ähnlichen Verwendungszweck. Ja. Während der Bullmastiff ursprünglich als Nachthund des Wildhüters erschaffen wurde aus dem Mastiff und dem Bulldog, der die Aufgabe hatte, Wilderer aufzuspüren, zu verfolgen, umzuwerfen und festzuhalten, bis der Wildhüter diesen Ding festmachen konnte, hatte der Cane Corso immer schon die Aufgabe, oder speziell seine Vorfahren, den Tross der Legionäre, der römischen Legionäre zu bewachen. Er war immer ein Großwildjäger und ein beliebter Gefährte in der Schlacht. Nach der Zeit der römischen Legionen wurde der Cane Corso weiterhin als beliebter Wach- und Schutzhund gehalten und auch als Helfer bei der Großwildjagd. Auch von optischen her ähneln sie sich mehr oder weniger. Wenn man einen gestromten Bullmastiff hernimmt, ja, kann er eine ähnliche Optik aufweisen wie ein Cane Corso. Der wiederum, wenn er hellbraun gefärbt ist und eine schwarze Maske besitzt, auch eine Ähnlichkeit mit einem Bullmastiff aufweisen kann. Wobei der Bullmastiff aber immer der etwas quadratischere gebaute Hund ist, ja, und der Cane Corso etwas länglicher wirkt. Ja. Aber es besteht optisch eine gewisse Ähnlichkeit der beiden Hunderassen. Ich möchte gleich einmal ich habe das Ganze wieder in 12 Kategorien eingeteilt, ja, und bewerte diese von 1 bis 10, wobei die 1 immer für die kleinste Eignung oder für das mindeste Ausmaß steht und die 10 immer für die höchste Eignung oder das höchste Ausmaß. Ja. Und da gehen wir gleich einmal zur Triebigkeit. Molosser sind grundsätzlich Hunde, welche nicht zu den triebigsten weltweit gehören. Ja, es gibt Molosser-Rassen wie den Dogo Argentino oder den Presa Canario, welche eine höhere Triebigkeit aufweisen als die anderen Molosser. Zum Beispiel kann man noch den Scott-Typ des American Bulldogs auch dazu zählen. Aber im Allgemeinen gesehen sind Molosser eher weniger triebige Hunde. Das alleine ist schon ihrem Gewicht, ihrer Substanz zu verdanken. Ja. Doch würde ich den Bullmastiff als recht sportlichen Molosser bezeichnen. Er ist jetzt nicht unbedingt der Agility-Typ, aber er ist nicht ganz so träge wie sein großer Bruder, der Mastiff zum Beispiel. Ja. Ich würde bei der Triebigkeit dem Bullmastiff eine 4 geben und dem Cane Corso eine 5, da ich denke, dass der Cane Corso schon alleine aufgrund seiner Vergangenheit als Großwildjäger einen Tick mehr Triebigkeit aufweist, als es der Bullmastiff tut. Also eine 4 bei der Triebigkeit für den Bullmastiff und eine 5 bei der Triebigkeit für den Cane Corso. Die Leistungsfähigkeit, Punkt 2, ja, setzt sich bei mir zusammen aus Beweglichkeit, Ausdauer, Power. Ja. Und jetzt alleine mal, was die Kraft betrifft, da nehmen sich diese beiden sicher nicht viel. Ja. Sowohl der Bullmastiff ist ein enorm kraftvoller, starker Hund. Genauso wie der Cane Corso einer ist. Ja. Doch ist der Cane Corso mit Sicherheit einen Tick beweglicher und einen Tick ausdauernder. Was wiederum mit seiner Vergangenheit zu tun hat, da der Cane Corso immer als Jagdhund verwendet wurde, teilweise auch heute noch in den USA ein beliebter Saupacker ist. Ja. Der Bullmastiff wiederum, es mag den einen oder anderen Bullmastiff geben, welcher als Sauhundpacker verwendet wurde, doch es war niemals seine wirkliche Aufgabe. Ja. Also ich gebe bei der Leistungsfähigkeit dem Bullmastiff eine 6 und dem Cane Corso eine 7. Das sind beides gute Bewertungen für Hunde dieser Größe und dieses Gewichts. Beim Territorialverhalten, da wird es ein bisschen knifflig. Beide Hunderassen, sowohl der Bullmastiff als auch der Cane Corso, hatten immer Wach- und Schutzaufgaben zu erfüllen. Ja? Und Hunde, welche solche Aufgaben zu erfüllen haben, müssen natürlich auch ein gewisses Territorialverhalten aufweisen, sonst hätte es keinen Sinn. Ich sage, der Bullmastiff, ein erwachsener, selbstbewusster Bullmastiff, trumpft beim Territorialverhalten mit einer 7 auf, möchte aber den Cane Corso hierbei eine 8 geben, weil der Cane Corso dafür bekannt ist, ein
sehr ausgeprägtes Territorialverhalten an den Tag legen zu können. Also eine 7 für den Bullmastiff und eine 8 für den Cane Corso. Beim Schutztrieb war es für mich bei diesen beiden nicht sehr schwer. Beide sind exzellente Wach- und Schutzhunde und werden auch heute sehr gern als Schutzhunde gehalten. Ohne Wenn und Aber vergebe ich hier an den Bullmastiff eine volle 10 und an den Cane Corso ebenfalls eine volle 10. Bei der Verträglichkeit, und hier spreche ich von erwachsenen Hunden, also vom Verhalten erwachsener Hunde gegenüber gleichgeschlechtlicher anderer Hunde. Ja. Und bei Molossern kann es vorkommen, dass sie sehr dominant werden. Das liegt ihnen im Blut. Sie haben oftmals eine wilde Vergangenheit hinter sich und da kann es schon zu Dominanz kommen, sowohl beim Bullmastiff als auch beim Cane Corso und bei allen anderen Molossern auch. Und das kann natürlich bei Hunden mit solcher Substanz doch eine große Herausforderung werden. Dennoch denke ich, dass der Bullmastiff aufgrund seiner etwas kleineren Triebigkeit da vielleicht einen Tick einfacher ist als der Cane Corso. Wie gesagt, Hunde sind Individuen. Ich halte mich hier strikt an den Rassestandard und an meine persönlichen Erfahrungen. Damit kann ich gut arbeiten und vergebe bei der Verträglichkeit dem Bullmastiff eine 6 und dem Cane Corso eine 5. Bei der Gesundheit ist das immer so eine Sache mit den Molossern. Es gibt genügend Molosser da draußen, welche bis ins hohe Alter hinein kerngesund sind. Doch es gibt leider auch sehr viele Molosserrassen, welche schon in frühen Jahren Probleme mit dem Bewegungsapparat oder mit den Augen bekommen. Zum Beispiel die Augen deswegen, weil bei vielen Molossern die Augenlider oft hängend sind. Hier hat der Cane Corso gegenüber dem Bullmastiff einen Nachteil. Ja, der wiederum einen anderen Nachteil gegenüber dem Cane Corso hat. Aber beginnen wir mit dem Bullmastiff. Genauso wie alle anderen Molossers kann es auch beim Bullmastiff vielleicht einen Tick öfter vorkommen als bei leichteren Hunderassen, dass er an HD oder ED erkrankt. Hüftgelenksdysplasie oder Ellbogendysplasie. Ja. Das alles hat mit dem Gewicht dieser Hunde zu tun. Ja. Also es ist keine Grundvoraussetzung, dass Molosser diese Krankheiten erleiden müssen, doch es kommt bei Molossern auffällig öfter vor als bei leichteren Hunderassen. Es gibt natürlich Ausnahmen, die Showlinien der deutschen Schäferhunde fürchterlich, werden dieses Ranking höchstwahrscheinlich weltweit anführen. Das habe ich beim Video über den deutschen Schäferhund schon detaillierter erzählt, aber das ist eine andere Geschichte. Ich würde bei der Gesundheit dem Bullmastiff eine 7 geben, ja, und dem Cane Corso ebenfalls eine 7 geben. Und jetzt zu den beiden Nachteilen. Während der Bullmastiff die bekannterweise etwas geringere Lebenserwartung als der Cane Corso hat. Leider spricht man beim Bullmastiff von Lebenserwartungen von 7 bis 10 Jahren, was recht gering ist. Ja. Aber Molosser sind dafür bekannt, dass sie nicht die langlebigsten Hunderassen sind. Hat der Cane Corso zwar eine höhere Lebenserwartung, ja, aber dafür hat er des Öfteren Probleme mit den Augen als der Bullmastiff. Während die Augenlider beim Bullmastiff etwas besser anliegen, ja, können sie doch recht hängend sein beim Cane Corso. Das wiederum kann dazu führen, dass der Hund vermehrt zu Augenentzündungen neigt als der Bullmastiff. HD und ED technisch nehmen sie sich beide nicht viel. Also wie gesagt, bei der Gesundheit beim Bullmastiff eine 7 und auch beim Cane Corso eine 7. Und das ist für einen Molosser eine recht gute Bewertung, da das doch recht schwere Hunde sind. Ja. Doch sind die beiden sehr sportliche und für Molosser gesunde Hunderassen. Bei der Größe, es sind beide sehr große und schwere Hunde. Ja. Also beide bekommen, ich sage einmal, können sich bei 70 cm Schulterhöhe einpendeln, ein paar Zentimeter weniger, ein paar Zentimeter mehr, und sie werden recht schwer. Also der Bullmastiff und der Cane Corso erreichen in etwa dasselbe Gewicht, wobei die Cane Corsos speziell in der USA doch einen Tick größer und schwerer sind, noch als die Bullmastiffs bei uns. Aber in Europa, sage ich mal, halten sie in etwa dasselbe Gewicht, dieselbe Schulterhöhe. Ja. Und wie gesagt, da sie da auch eine gewisse Substanz mitnehmen, würde ich bei der Größe sagen, wenn ich eine 10 vergebe bei Riesenrassen, eine 9 bei sehr großen Rassen, dann würde ich hier bei der Größe bei beiden, also beim Bullmastiff, eine 8 vergeben und beim Cane Corso ebenfalls eine 8.
Beim benötigten Platz, und hier kann man sich oft täuschen beim Molossern. Ja, viele Leute glauben, je größer der Hund ist, desto mehr Platz benötigt er. Bis zu einem gewissen Grad mag das stimmen, ja. Aber Molosser-Kenner werden bestätigen, dass es oftmals bei diesen Hunden so ist, dass sie nach einer Gassi-Runde, nach einer längeren Gassi-Runde nach Hause kommen, fressen und sich nachher zur Ruhe begeben. Ja. Also man spürt sie nicht mehr. Ja. Andere Hunde, ich könnte sofort aus dem Stegreif 10 kleinere Hunderassen aufzählen, ja, welche viel mehr Platz benötigen, weil sie den ganzen Tag irgendwie triebig unterwegs sind. Ja. Aber selbstverständlich gilt auch der Fakt, dass diese Hunde eine gewisse Statur, Größe haben. Ja. Und wenn man zu wenig Platz hat, dann muss man den ganzen Tag, weil der Hund liegt ja irgendwo und schläft, ja über diesen Hund drüber klettern. Das ist natürlich nicht angenehm. Also einen gewissen Raum benötigen diese Hunde schon. Doch, wie gesagt, es heißt nicht gleich, wenn ein Hund groß und massig ist, dass er so sehr viel mehr Platz braucht als ein weit kleinerer Hund. Deswegen würde ich hier den Bullmastiff beim benötigten Platz eine zarte 5 geben und dem Cane Corso ebenfalls eine 5 geben. Bei der Fellpflege war es auch recht einfach für mich, denn beide Hunde weisen ein etwa gleich langes Fell auf, nämlich sind beides kurzhaarige Hunde, haben ein recht pflegeleichtes Fell. Ich handle das bei meinem Hund so, dass ich ihm täglich mit einem mit Wasser getränkten Baumwolltuch gegen und mit dem Strich abstreiche. Ja, das mache ich jeden Tag, das dauert am Tag 5 Minuten. Er verliert gleich einen Teil der Unterwolle und einen Teil des toten Deckhaars. Und er hat das schönste Fell. Das sollte eigentlich bei einem Bullmastiff und bei einem Cane Corso auch reichen. Und da gibt's überhaupt keine Probleme. Deswegen bei der Fellpflege für den Bullmastiff eine 3 und bei dem Cane Corso ebenfalls eine 3. Bei den Futterkosten, ja, es sind große, schwere Hunde. Ja. Sie sind, sage ich halt einmal, für ihr Gewicht recht triebig, wobei ich sage, die 4, was ich beim Bullmastiff vergeben habe, das hält sich in Grenzen. Ja. Die 5 beim Cane Corso, er ist einen Tick triebiger, aber er ist jetzt auch nicht der Hund, der die ganze Zeit Gas gibt, in der Manier eines belgischen Malinois, Dobermanns oder American Pitbulls. Ja. Dennoch sind es große, schwere Hunde und die benötigen auch dementsprechend Futter. Doch man kann sich da heute, das ist alles handelbar, denn ja, wenn ich ein Fan von Barf-Futter bin, ja, von der Rohfütterung, kann das schon etwas ins Geld gehen. Aber es gibt sehr gute industrielle, günstige Futter, ja, mit hoher Qualität. Man muss sich nur umsehen, ja, und dann ergattert man auch gutes industrielles Nass- oder Trockenfutter und dann ist das nicht so wild, das Ganze. Deswegen würde ich sagen, bei den Futterkosten den Bullmastiff eine 7 und den Cane Corso, obwohl er einen Tick triebiger ist, dennoch auch nur eine 7. Bei der Familientauglichkeit, da mache ich mir auch bei beiden Hunden keine Sorge. Ja. Es sind Molosser und Molosser sollten in erfahrene Hände kommen. Ja. Also es sind nicht unbedingt Ersthunde, da kommen wir nachher dann beim nächsten Punkt dazu. Doch, ich sage mal, ein gut erzogener Molosser ist ein absolut tauglicher Familienhund. Ja. Und durch die hohe Reizschwelle, welche alle Molosserrassen aufweisen, sind sie eigentlich alle Kinder geeignet, kindertauglich. Ja. Es sind sehr tolerante Hunde gegenüber Kindern. Wenn sie gut erzogen sind, wenn sie in den richtigen Händen sind, sind das Top-Familienhunde. Also bei der Familientauglichkeit spreche ich immer vom Zusammenleben auf engstem Raum mit Vater, Mutter, Kind. Und dafür eignet sich eigentlich ja jeder Molosser, wenn er anständig erzogen wurde. Deswegen vergebe ich bei der Familientauglichkeit an den Bullmastiff eine 9 und an den Cane Corso ebenfalls eine 9. Bei der Ersthundetauglichkeit, und hier unterscheiden sich die beiden Rassen bei diesem Vergleich am gravierendsten meiner Meinung nach. Denn ich sehe, ich habe überall maximal einen Punkt Unterschied, außer bei der Ersthundetauglichkeit. Ja. Und hier ist für mich der Bullmastiff mit Sicherheit der tauglichere Hund als der Cane Corso. Ja, ich möchte das vielleicht so erklären, dass der Bullmastiff vielleicht einen Tick, wie gesagt, ein Hund ist ein Individuum und jeder Hund ist anders. Aber man kann hier von einem Cross ausgehen. Ja, der trifft zu 80% zu und deswegen möchte ich behaupten, dass der Bullmastiff im Cross gesehen etwas weniger kantig ist, vom Wesen her, als der Cane Corso. Typische Ersthunde sind beide nicht. Und einen typischen Ersthund stellt für mich gar kein Molosser dar. Dazu sind sie zu groß, zu mächtig. Also es gibt garantiert da draußen hunderte Hunderassen, welche sich als Ersthund eher eignen als Molosser. Ja.
Aber der Bullmastiff würde sich für mich, und das habe ich glaube ich auch bei diesem Video speziell über den Bullmastiff gesagt, am ehesten von allen Molosserrassen als Ersthund eignen. Grundvoraussetzung, und ich wiederhole mich hier schon zum x-ten Male, ist für mich ein Einlesen in die Thematik. Ja? Ein intensives Einlesen in die Thematik. Sprechen mit Leuten, welchen so einen Hund vielleicht besessen haben oder besitzen, etc. über Monate. Nur aus der Laune heraus, sich einen Bullmastiff zu nehmen, wie gesagt, ist auch, obwohl er für mich als geeignetster der Molosserrassen diesbezüglich gilt, ist auch nicht unbedingt, ich möchte mal sagen, gut. Ja. Aber wie gesagt, dem Bullmastiff würde ich eventuell eine Ersthundetauglichkeit durchgehen lassen, aber auch nicht eine perfekte. Deswegen gebe ich dem Bullmastiff bei der Ersthundetauglichkeit eine 6. Den Cane Corso bewerte ich hier mit einer 4, aufgrund dessen, dass ich glaube, dass der Cane Corso vom Wesen her etwas kantiger ist. Ja, er ist vielleicht einen kleinen Tick komplizierter zu erziehen als der Bullmastiff. Kompliziert zu erziehen sind beide Hunde nicht, wenn man etwas Erfahrung mit Hunden hat. Beide nicht. Ja. Es sind recht angenehme Hunde, die natürlich auch zu etwas Dominanz neigen können, aber das kann jeder Hund. Bei ihnen kommt halt der Fakt mit, dass sie sehr stark sind, ja, sehr schwer sind. Deswegen. Wenn aber jetzt ein Hund, wie soll ich sagen, wie der Cane Corso, ja, der einem Bullmastiff sehr ähnelt, wie man bei diesem ganzen Vergleich auch sehen kann, ja, aber doch etwas kantiger noch ist, ja, dann fällt er eben weil das sehr starke Hunde sind, ja, gleich um 2 Punkte ab, ja, bei diesem Vergleich. Für mich. Aber das ist meine persönliche Meinung. Also deswegen bekommt der Bullmastiff bei der Ersthundetauglichkeit von mir eine 6 und der Cane Corso von mir eine 4. So, ich lasse das jetzt noch ein wenig stehen, und wenn man sich das so ansieht, dann kann man erkennen, also das ist ja meine persönliche Meinung. Ja. Ich habe persönliche Erfahrungen mit beiden Hunden gemacht, gehören beide zu meinen Top-Favoriten, sind herrliche Hunde. Doch sie ähneln sich in vielen Sachen wirklich sehr. Und oftmals entscheidet hier nur die Optik, ja, für jemanden. Wobei sich die auch optisch recht ähneln können. Also wenn man, ja, der Bullmastiff hat vielleicht einen eng anliegenderen Fang. Ja. Er hat nicht so lose Lefzen wie der Cane Corso. Ja. Er hat vielleicht auch einen etwas breiter wirkenden Schädel. Ja. Also was die Lefzen betrifft zum Beispiel, das sind vielleicht nur Kleinigkeiten, aber wenn sich diese beiden Hunde schütteln, ja, dann fliegen vielleicht beim Bullmastiff weniger die Fetzen als beim Cane Corso. Ich meine, das sind alles so Kleinigkeiten, die eventuell für den einen oder anderen ausschlaggebend sein können. Ja. Außerdem ist der Bullmastiff der etwas quadratischere Hund, während der Cane Corso der etwas in die Länge gezogenere Hund ist. Ja. Und der Cane Corso ist vielleicht einen Tick bewegungsfreudiger als der Bullmastiff. Ja. Vielleicht kann das auch der ausschlaggebend sein für die Auswahl von einer dieser Hunderassen. Ja. Ansonsten nehmen sich die beiden nicht wirklich viel. Dann kommt vielleicht noch dazu, hätte ich lieber einen Engländer oder hätte ich lieber einen Italiener. Ja. Aber ansonsten wird es da echt schon wirklich knapp bei diesen beiden. Ja, das war eigentlich alles, was mir zu diesen beiden herrlichen Hunderassen einfällt. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen hier bei der Entscheidung etwas helfen, und habe mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Würde mich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen, und kann eigentlich nur sagen, ja, sowohl der Bullmastiff als auch der Cane Corso, ja, sind immer eine Wahl. Das war's schon wieder.